Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, die nächsten Tage bin ich nochmal beruflich hier in Niedersachsen unterwegs und besuche bei der Gelegenheit nochmal ein paar Windparks. Ja, und heute besuche ich nochmal den Windpark Dahle, südwestlich von Hannover, den ich vor genau einem Jahr schon mal besucht habe. Ja, und hier stehen die beiden Nordex N163 5.X. Vor genau einem Jahr war ich hier, da wurden sie gerade aufgebaut. Die rechte Anlage hier war damals schon errichtet und die Anlage, die jetzt läuft, befand sich gerade im Bau. Ja, und richtig toll, die beiden Anlagen jetzt fertig zu sehen und auch in Betrieb. Hat wohl auch echt eine ganze Weile gedauert, bis sie liefen. Da gab es ziemlich Lieferschwierigkeiten mit Anlagen, mit Chips für den Anlagenserver. Also hat echt lange gedauert. Corona-bedingt gab es da Probleme bei der Lieferkette. Ja, aber jetzt laufen sie echt schon eine ganze Weile, glaube ich. Das sind echt richtige Giganten. Also echt nochmal ein gutes Stück größer als die N149. Hat echt super schöne, schlanke Rotorblätter. Richtig cool. Ja, die Anlage hier läuft jetzt leider nicht. Hätte mich gefreut, wenn beide laufen, aber keine Ahnung warum. Ja, und Projektierer war Landwind hier. Kleinerer Projektierer hier aus Niedersachsen, glaube ich. Aber recht richtig grazil, wie die Anlage da drüben läuft. Richtig super aus. Ja, ich habe echt Glück. Gerade eben ging ein richtig fetter Regenschauer drüber. Und ich habe Glück, dass es jetzt noch ein bisschen sonnig ist. Auch zum Glück ein bisschen abgekühlt, also nicht so heiß wie in Süddeutschland hier. Echt mal ganz angenehm. Ja, ich freue mich jetzt, die Anlagen mal näher anzuschauen und ja, berichte dann gleich nochmal. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe der Anlage, die läuft. Und jetzt schaut euch mal diesen Gigant an. Richtig krass, was ein Riesenteil. Richtig geil, wie dieser riesige Rotor sich im Wind dreht. Ist jetzt gar nicht so windig heute. Geht nur ein leichter Wind. Aber freue mich, dass sie läuft. Auch eine schöne Blattbiegung. Wahrscheinlich noch mal krasser, wenn es richtig stürmisch ist. Aber ich glaube, die Blätter an sich sind halt einfach schon aufgrund ihrer Länge so ein bisschen gebogen. Ja, die müssen jetzt so 80 Meter lang sein. Krass, dass es mittlerweile auch schon Anlagen gibt, die größer sind. Gibt ja jetzt schon einige mit 170 Meter Rotor. Und Nordex selbst hat ja auch nochmal eine Schippe draufgelegt mit der N175. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wann da der Prototyp errichtet werden soll. 2024 meine ich. Also die Dinge werden echt immer größer. Ja, und die beiden hier haben jetzt 5,7 MW. Die N175 geht dann eher schon Richtung 7. Also 6,8 auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch 7. Das sind auch wieder eine 6.X, also mit flexibler Leistung. Machen ja fast alle Hersteller momentan. Und 164 Meter Nabenhöhe. Ist mir jetzt nicht bekannt, ob Nordex jetzt noch mit größeren Turmhöhen plant für die neue N175. Aber mit Sicherheit kommt da noch was. Auf der Messe in Hamburg letztes Jahr hat ja Max Bögel auch schon einen höheren Turm angekündigt. Und Oehm, auch ein anderer Turmbauer, hat auch schon Nabenhöhen bis zu 200 Meter angekündigt. Ist halt gerade für Binnenlandstandorte ziemlich interessant. Also optisch muss ich sagen, gefällt mir Nordex momentan von allen Anlagenherstellern am besten. Enercon ja auch schön, aber Nordex hat trotz
der Anlagenevolution immer noch es irgendwie hinbekommen, dass die Anlagen richtig top aussehen von der Optik her. Ja, das war die Anlage, die damals im Aufbau war. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, was ich leider auch schon wieder gesehen habe, dass der Turm direkt schon mit Graffiti besprüht ist. So eine Sauerei, ey. Da könnte ich echt kotzen. Also, dass man da keine Kameras anbringt und die Leute irgendwie versucht zu stellen. Die Schweine müssen echt einen Haufen Kohle bezahlen. Echt eine Sauerei. Ja, es ist echt ein richtig schöner Sommerabend, nachdem der Regen vorbei ist. Da drüben ist die andere, die jetzt leider steht. Naja, werde jetzt mal zu der noch hinlaufen, mich da mal noch drunter stellen. So, jetzt stehe ich hier nochmal direkt unterhalb von der Anlage. Ja, hier sieht man jetzt leider nochmal die Turmschmiererei. Da könnte ich echt kotzen, wenn ich sowas sehe. Solche Vollidioten, die hier einfach alles beschmieren, mutwillig kaputt machen. Da müsste es echt Tausende von Euro Strafe geben, wenn hier irgendjemand erwischt wird. Aber ja, ist wahrscheinlich nachts. Kameras hier aufhängen, schätze ich mal, ist nicht erlaubt. Naja, ja, und der Betreiber muss natürlich die Kosten für die Reinigung zahlen. Absolute Sauerei. Naja, auf jeden Fall stehe ich jetzt hier unter der Anlage, die läuft. Das sieht richtig geil aus. Schaut euch das an. Läuft relativ gemütlich die Anlage. Aber bei Sturm hier mal drunter stehen, das würde ich echt gern mal sehen. Obwohl es so auch schon echt geil aussieht. Wie die riesigen Latschen hier vorbeizischen. Kommt jetzt aber gar nicht, kommt einem jetzt aber gar nicht so vor, dass sie so riesig sind, wenn man direkt unten drunter steht. Von weitem sieht man es schon noch mal ein bisschen besser. Aber ich freue mich, dass sie läuft. Richtig geile Anlage. Ja, meines Wissens nach waren die beiden hier nach dem Prototyp in Janneby die ersten N163 in Deutschland. Und auch die ersten dann halt auf dem Max-Bögel-Turm. Da drüben ist die andere. Also ja, sind schon die ersten ihrer Art. Ja, und im Schwarzwald sind auch welche geplant. In der Nähe von der kleinen Remo, die ich mal gezeigt habe, hatte ich damals im Video, glaube ich, auch erwähnt, dass da N163 geplant sind. Sind auch schon genehmigt, also da müsste es auch bald losgehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch dann mit 164 Meter Nabenhöhe und 5,7 MW. Ich feiere diese dicke Narbe schon echt enorm. Finde ich schon echt richtig geil. Das Design von der Delta 4000. Ja, bei der Anlage hier drüben sieht man es einfach nochmal, was das für ein Riesenrotor ist. Auch im Vergleich zur N149. Nochmal um einiges krasser. Ja, ich bin mit dem Zug bis nach Bad Münder gefahren und von da aus habe ich gesehen, dass da hinten irgendwo auch noch Nordex-Anlagen stehen, meine ich. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es N131 sind oder N149. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Die habe ich nämlich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Geil, ey, da könnte ich den ganzen Tag stehen und beobachten. Sieht einfach nur fett aus.
Wind hat nochmal ein bisschen aufgefrischt. Richtig geil, wie die Blätter sich biegen wie so eine Krake. Turm schwankt jetzt nicht sichtlich. Ja, ich habe die Drohne natürlich auch dabei und werde jetzt auch mal noch ein paar coole Aufnahmen von oben machen, solange das Wetter noch so gut ist. So, ich stehe jetzt hier nochmal bei der zweiten Anlage. Will sich heute leider nicht drehen. Steht schon die ganze Zeit. Keine Ahnung warum. Ja, aber was ich festgestellt habe, beide Anlagen haben am Turm, am Übergang vom Betonturm zum Stahlturm wie so eine Manschette. Haben ja mit Sicherheit einige von euch gehört, dass Max Bögel ziemliche Probleme hat mit diesem Turm hier. Also Nordex-Anlagen sind betroffen, Enercon-Anlagen auch. Und zwar platzt der Beton am Übergang vom Stahlsegment zum oberen Betonsegment ab. Standsicherheit ist wohl nicht gefährdet, aber man muss auf jeden Fall im Auge behalten. Und ja, ähnliche Probleme wie damals bei den Enercon-Türmen der EP4-Plattform. Da musste man ja auch quasi die Türme sanieren und dann so eine Manschette drum machen. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das hier so eine Manschette ist oder ob man da quasi nur den Beton abgetragen hat. Sieht aus wie so ein Netz irgendwie. Also bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das eine Manschette ist oder ob man den Beton hier nur abgetragen hat und ob da jetzt noch so eine Manschette drum kommt. Kann auch sein. Das kann ich jetzt von hier aus gar nicht so gut erkennen. Aber das ist auf jeden Fall tragisch. Also erstes Desaster mit dem Venturturm und jetzt fängt Max Bögel an. Und wie soll das weitergehen, wenn die noch auf 200 Meter Nabenhöhe wollen und es jetzt schon nicht hält? Hört halt auch nicht so viel Gutes über Max Bögel. Also auch früher schon nicht so. Und komischerweise haben sich jetzt alle Anlagenhersteller auf diesen Max Bögel Turm gestürzt. Und er hat ja echt ein ziemliches Monopol. Andere Turmhersteller gibt es ja kaum. Auf der Messe in Hamburg habe ich noch einen anderen gesehen. Öhm heißen die. Und die haben wohl früher auch für Enercon-Türme gemacht. Und die haben jetzt auch einen 200 Meter Turm in Planung. Bin ich mal gespannt. Ja, hier sieht man es auch noch mal bei der Anlage. Bin jetzt gar nicht sicher, ob das einfach nur abgeschliffen ist, der Beton, oder ob das so eine Manschette ist. Also ich glaube, da kommt noch irgendwas drumrum. Ist auf jeden Fall deutlich erkennbar an den Anlagen. Hat eine andere Farbe. Habe ich gerade eben gedacht, was ist das denn? Das sieht ja komisch aus. Und da ist mir wieder eingefallen, dass die Max-Bögel-Türme ziemliche Probleme haben. Also bei Nordex ist es wohl vermehrt schon aufgetreten. Bei der Enercon halt E138, E160. Und ja, Vestas nimmt den Turm ja auch. Und G. Und Siemens Gamesa auch. Also alle arbeiten mit diesem Turm. Eigentlich ziemlich doof, dass man sich auf einen Hersteller so festgelegt hat. Ja, da hinten sieht man die andere noch mal schön, wie schön sie ihre Rotorblätter biegt. Richtig cool. Also ich feiere die Anlage echt enorm. Richtig geiles Teil. Wobei ich sagen muss, dass ich auf dem Venturturm fand ich sie schon echt schön. Aber hat sich ja gezeigt, der taugt auch nichts. Der taugt noch weniger als Max Bögel. Mittlerweile ja
alle Anlagen eigentlich entweder komplett gesprengt, mit Rotor obendrauf sogar, oder halt zum Glück noch die Komponenten runtergeholt und dann den Turm gesprengt. Aber das ja echt eine Katastrophe für Ventur. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch Insolvenz anmelden. Einfach nur geil, diese langen Latschen. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein richtig schöner Blick oben vom Hügel runter. Die beiden Anlagen stehen nämlich hier so ein bisschen im Tal und links und rechts so eine kleine Erhebung. Ist auch gerade echt richtig schönes Licht, schönes Abendlicht. Winter hat auch noch ein bisschen aufgefrischt und ja, sieht richtig geil aus, wie die Anlage läuft und so schön die Rotorblätter biegt. Gefällt mir richtig gut. Ja, jetzt hört man sie doch ganz schön laut. Vorhin hat man sie nicht so laut gehört, aber da war der Wind auch ein bisschen lauer. Ja, von hier aus sieht man das auch nochmal gut mit dieser Manschette. Die hat nämlich eine andere Farbe. Da sieht man es ganz gut. Also ich bin echt nicht sicher, ob man da den Beton neu gemacht hat oder abgetragen hat und da kommt jetzt noch eine Manschette drüber. Die Leute, die es wissen, können es gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob jetzt tatsächlich schon bei einigen Anlagen mit dem Turm was saniert wurde. Ja, schade, dass die zweite Anlage jetzt nicht läuft, aber immerhin eine, dass ich sie mal laufen gesehen habe. War zwischenzeitlich auch irgendein Servicefahrzeug da, das irgendeinen Container abgestellt hat. Firma habe ich jetzt nicht erkannt, auf jeden Fall nicht Nordex. Vielleicht hat es was mit der Turmsanierung auf sich. Kann ich jetzt nicht sagen. Hinten sieht man auch mal wieder Anlagen am Waldrand. Da gucken vereinzelt Rotorblätter hervor. Da ist eine Anlage. Mit einzelnen roten Spitzen. Da ist eine. Ja, auf jeden Fall schön, jetzt nochmal hier vorbeizuschauen, mir die Anlagen mal fertig anzusehen und natürlich auch eine N163 mal laufen zu sehen. Schon ein echtes Highlight. Ja, ich werde mich dann so langsam auf den Weg machen Richtung Hannover. Da übernachte ich. Ja, und dann die nächsten Tage werde ich hier ein bisschen Niedersachsen unterwegs sein, noch ein paar andere Windparks besuchen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif und bis dann.